received with CryEngine. Genau, die CryEngine ist dabei. So, eine schöne Charles Geschichte. IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. Viele haben das Spiel wahrscheinlich schon The heir to the erkannt. throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Und ich bin extra mal leiser wegen dem Intro. Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Leckt zwar gerade ab und zu, aber ich hoffe, es ändert sich noch. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Genau, eigentlich unsere Story. Also der Erzähler. Before it all began, we lived a peaceful life. My father was a blacksmith, and I would one day take over his trade. Unfortunately, the town where we lived was where the king's silver was mined. And that was exactly what Sigismund was after. That, and to show what would happen to anyone who dared to oppose it. And that day I lost everything. Family, home, honor. So, The time has come to take it all back. es ist an der Zeit, alles wieder zurückzufordern. Kingdom Come, Deliverance. Spielt 1403 in Europa. Um genau zu sein, glaube ich, Richtung Tschechien. Böhmen, also Böhmen. Prag, Richtung Tschechien, glaube ich. Weiß ich aber nicht ganz genau. Das ist ein Mittelalterspiel, natürlich, 1403. Und kein Fantasy. Das ist eigentlich auch im Grund noch, warum ich spielen wollte auch. Hab vorher schon mal kurz reingespielt, ist noch die Beta-Version. Und wir haben nur eine Mission, die wir erledigen können auch. Ich werde es auch nicht richtig spielen in Let's Play, wenn es rauskommt. Und jo, ich werde erstmal kurz noch ein bisschen in den Einstellungen was verändern. Also sehen wir uns dann gleich. Bis gleich. So, ich habe schon mal um vieles Leitsache gemacht. Und wir starten ein neues Spiel. In der Beta kann man halt aussuchen, wie wir vorher gespielt haben. Ich will generell probieren, eher auf so ein bisschen den Schlägertyp zu gehen. Ein bisschen gemeiner, aber halt auch starke Arme und scharfes Schwert und die Bestmittel zur Lösung eines Problems. Knappe. Nebenbei gibt es halt noch Alleskönner, das wäre Reden ist gut, aber manchmal sagt eine Klinge mehr als 1000 Worte. Der Diplomat, eine Silberzunge und Verstohlenheit sind die bevorzugten Methoden, um mit dieser feindlichen Welt umzugehen. Und wir starten aber auch gleich mal, wie gesagt, als Knappe.
und ich bin dann schon wieder After leise. the kidnapping of the king, chaos and turmoil ruled the land, and our province was no exception. We were overrun by bandits and marauders, and the roads were no longer safe. The most terrible massacre happened at the stud farm in Neuhof, which was raided and torched, and all the horses slaughtered. My liege lord sent his men, led by Sir Robert of Talmberg, to track down the killers and to bring them to justice. I rode with them, but the investigation has been slow and difficult. Whenever I came across some trace of the bandits, someone erased it in the cruelest way imaginable. In the end, though, I got one step ahead of the enemy. I found out one of the bandits was still alive and hiding near Talmberg. But before I set out to track him down, I had to report to Sir Robert. Ich finde es schon stylisch gemacht, alleine wie diese Zwischensequenzen mit diesen Gemälden drin sind für eine Beta-Version, wo wir auch halt nur einen Teil des Spiels spielen, der so wahrscheinlich auch nicht mehr im fertigen Spiel vorhanden sein wird, schätze ich mal. Ich spiele zwar leider am Laptop, deshalb ist die Grafik nicht ganz so super. Leckt gerade schön. Obwohl ich die Grafik schon runtergeschraubt habe. Ich schaue mal, wie es im Spiel aussieht, wenn es dann auch so krass leckt wie jetzt. Weil als ich letztes Mal gespielt habe, ging es eigentlich. Mal schauen. Es baut sich gerade auch noch ein bisschen die ganze Welt hier auf. Weil ich finde schon mal interessant auch gemacht, wie die ganzen Burgen da sind, dass man auch fighten kann. Und das halt wirklich so mittelalterlich gehalten ist. Und was noch alles vorkommt, komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber wir sind halt gerade noch im Intro. Faster! In a real fight, you'd be dead already. Sir. Ah, Henry. Carry on. Well, lad, have you made any progress with the investigation? Yes, sir. I think I have at last. So you've found someone who isn't gutted and nailed to a wall? It wasn't easy, sir, but I believe I have. I have information about one of the bandits who did it. He's even hiding in a village nearby. God's blood. It's true the darkest shade is beneath the candlestick. Who is he? I only know that they call him Riki, and he's from here in Talmberg. Wir sind ja hier in Talmberg. That's it. You wouldn't believe how much effort it took me to find that out. But I think it's enough to go on. What if he's dead too? I think we'd already know if he was. These fellows are not given to subtlety. True enough. We haven't found any more mutilated corpses. Well, get on with it then. And when you find him, come and see me. Most likely I'll be in the encampment by Merhoed. You can rely on me, sir. Farewell. And be careful, Henry. I know what that rabble did to you, but remember with whom you're dealing. Don't start any foolhardiness on your own. Understood? I'll try not to, sir. So, jetzt sind wir im Intro vorbei und schau mal, wie es, ob es überhaupt noch leckt. Und ist dann nicht vorbei, okay. Weiter noch. Aber ich glaube, jetzt sind wir gleich draußen. So, okay, gut. Kurz zum Spiel. Das kommt, glaube ich, im Februar diesen Jahres 2017 raus. Spielt in der First-Person-Perspektive, wie man gut sehen kann. Ich reite extra gerade langsam, man kann auch schneller reiten. So, mit B. Die Steuerung finde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch. Aber ich reite trotzdem ein bisschen langsam weiter. Oben seht ihr, wie gesagt, noch einen Kompass, in dem wird uns auch angezeigt, wo wir etwa hin müssen.
Das wäre zum Beispiel das Schild jetzt, hier oben, also in der Mitte, W. Ich kann aber auch mal auf die Karte gehen. Die Karte ist auch, finde ich, stylisch gezeichnet, weil früher, da gab es ja nicht die hundertprozentigen High-End-Grafikkarten oder was auch, also die Grafiken, sondern war halt wirklich so per Hand gezeichnet. Das haben die auch sehr gut gemacht, finde ich, die Macher. Okay, wir sehen ganz früh hin müssen, aber ich weiß sogar, dass wir das Dorf hier unten aufsuchen müssen. Ist ja auch in der Nähe von dort, wo wir waren. Und dort müssen wir den Stinker finden. Also ausfindig machen, besser gesagt. Unter anderem in der Vollversion habe ich mir ein bisschen auch natürlich informiert. In der Vollversion gibt es auch Funktionen, dass wenn man speichert, also hier, habe schon ein paar Spielstände auch, wie ihr gleich sehen werdet. Ne, doch nicht. Jedenfalls, wenn man speichert, dann trinkt man immer einen Schnaps im richtigen Spiel. Man soll nämlich nicht so oft speichern. Irgendwann wird man halt zu voll, wenn man so oft nacheinander speichert. Und wir reden dann mit der jungen Dame, wie die wegläuft. Bevor es abgehauen ist. So, wir wollen erstmal so I'm Stinker looking for wissen. some fellow they call Riki. That's the tanner's son, Hinnick. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank Christ. You could try his folks' place. Okay, das ist der Sohn des Gerbers. Und was hältst du von diesem Stinker? What can you tell me about this Hinnick? I wouldn't say I know him. Decent people have nothing to do with him. How come? He stinks, he's filthy, and he goes around with peculiar people. In short, not someone you'd want to know. Okay. Was ist der Vater für einer? What's the tanner like? Hinnick's father? He's a slimy old toad, unpleasant to folk, and weird. Okay, und warum wird der Stinker genannt? Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's got a big nose? He reeks, that's why, Jesus. Ja, okay, das war eigentlich logisch, aber finde ich auch cool, dass man sowas eingebracht hatte mit. Warum mögen die Leute ihn nicht? Why don't people like him? I'm not one to gossip. All I can tell you is he doesn't make a good impression on folk. Okay, und gewiss muss doch irgendjemand mit ihm sprechen. Sein Vater, okay. And does nobody at all talk to him? I hear he sees Adela. So Adela is his sweetheart. Sweetheart? I wouldn't put it that way. She's anybody's sweetheart if they've got the money for it. Okay, also ist eine Prostituierte, diese Adele, die sie trifft. Wo ist Gerber? Where does the tanner live? Ganz am anderen Ende des Dorfes. Sie macht gerade Telepathie mit mir. Weep. Oder hat sich... Nee, okay. Hat Telepathie gesprochen. Wo sind die Bäder? Where's the bathhouse? Ui, macht schon wieder telepathische Kräfte hier gerade. Gleich beim Fischteich kannst du es nicht verfehlen. Am Vorderplatz sind große weiße Zelte. Ah, ist ein großes weißes Zelt. Wie beenden man den Dialog? So. Großes weißes Zelt, das sind aber mehrere. Aber es soll hier am Fischteich sein. Der ist hier und hinten sehe ich keine weißen Zelte. So, weißes Zelt. Müsste ja irgendwo hier Adele rumlaufen. In der Theorie zumindest. Vielleicht die da? Ach, das Ding zeigt sich auch anders. Was ist die? Hallo. Oben, der Kompass. Stinker. I heard you've been seeing Hinnick the tanner. So what? Come to preach to me, have you? That I'm a loose woman, a sinner? That I seduce decent men, huh? Nein, nichts in dergleichen. God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinnick, so I came to ask you about him. I've seen him often enough, but I don't know what I could tell you about him. Wo steckt er denn? Where can I find a Hinnick? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Ich bin ein Freund von ihm. Look here.
I'm a friend of Hinnick's and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he is. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? I really don't know what you want from me. So Hinnick is a bit odd and sometimes he goes off into the woods. Okay, wir haben es gescheitert. Wir sind ja auch nicht der Sprachkünstler, deshalb lasse ich es andere mal aus. Und wir fragen mal, wann sie ihn When zuletzt did you gesehen see hat. him last? A few days ago, he came to me late in the evening, drunk. That was unusual? I never saw him drink much. He always came here sober. So he was acting strange that evening. He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept on prattling and wasn't interested in, well, you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Was hat er denn gesagt an dem Abend? Can you remember anything he said that evening? Hard to say. He went on about some Jacob who died. Then he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. Was für Geld? What did he say about the money? Just that he had a pile of money hidden at home behind the house. Uh-huh. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Just poppycock. Okay, wo genau hat er es versteckt? Did he tell you exactly where he hid it? Ich He brauch's said he Geld. buried it at his dad's small holding in the western corner. All right. Thanks. Okay, finde Stinkers Sachen wahrscheinlich. Did you go there for a look? No, I've no time for such things. Obviously, he made it up. Where would a layabout like that get money? Sure. I understand. Okay, er hat sie vergraben. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eine Schippe. Und dort müssen wir hin. So. Wir nehmen unser Pferd mit, würde ich sagen. Den kleinen Enrico. Oder Lieselottel. Lieselottel, genau. Lieselotte. Ah, was macht der? Pferd. So. Ups. Hallo? Pferd? So. Schreit mal da ein bisschen querfeldein, mache ich gerne in Spielen. Über Stock und Stein, über Täler und... Ups. Steigen wir lieber ab, ich habe glaube ich was umgeworfen. Wenn ja, würde ich es noch mehr feiern. Ne, ich habe den Typen da nur hochgeportet hier. Der jetzt ein Luftschild, der... Ah, jetzt guckt er wieder What the unten. hell are you doing? Jetzt macht er mich an, was zur Hölle ich hier mache. Ich rede mit dem Typen. Hallo? Hallo? Welcome to my shop. Ah, das ist ein Händler. Gut, dann können wir mit dem mal reden. Das ist nämlich eine Taverne, ist schon mal gut. Ah, Schaufel. Ich habe ja schon mal ein bisschen gespielt, deshalb kenne ich auch noch einige Sachen. Genau, und jetzt abschließen. Mit X halten hätten wir auch falsch hingekonnt. Aber das machen wir jetzt im richtigen Spiel. So. Ferdi, aufsteigen. Was ich noch gut finde, ist, dass man Sachen, die im Inventar sind, also Essen, kann irgendwie ablaufen bzw. warm werden, wenn man was hat. Wir haben halt noch nichts im Inventar, also wir haben schon was man zu dem Zeitpunkt im Inventar haben kann. Aber es sind halt nicht unsere richtigen Sachen. Und wir reiten schnell zum Gerber, der hier auch schon, wie man gut erkennen kann, überall seine Felder ausgebreitet hat. Und da auch Hühner hier rumlaufen. Zum Glück sterben die nicht mehr rüberreitet. Und da ist einer. Wahrscheinlich ist es der Gerber oder ist es Stinker. Ne? Der
Skript, aber das müsste eigentlich der Spielgast sein. Ne, der Skript gar nicht. Servus. Stinker. I'm looking for a fellow they call Riki. Have you ever heard tell of him? Why wouldn't I? That's what they call my son, Hinnick. Uh-huh. You wouldn't happen to know where he is? I don't know nothing. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Hinnick shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Treibt mich nicht zur Weißglut, das ist das, was ich meine. Es gibt verschiedene Sachen halt auch, wo man halt einmal diese schleimen kann, beziehungsweise halt diplomatisch klären kann, dann ein bisschen aggressiv werden und hier ist halt so, ja, ich bin adelig oder ich helfe dem Look here, fellow. Chef. Your son is in a serious scrape and I'm trying to help him. Your evasions are starting to vex me and my patience is running out. Are you threatening me? And I'm supposed to believe that you want to help Hinnick? Believe what you like. I'm concerned about Hinnick, but I don't care much what happens to you. Is that clear? Fuck it. I'm not going to take a beating on account of that good-for-nothing. So? There's not much I can do for you anyway. Hinnick was here, but he left right away. Where did he go? You better give me something. You really do not want to waste my time. Hinnick makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. Okay, wir sollen... Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about that. I can tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away? I suppose he never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Well, I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course, it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn then. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Fest zurück. Beenden einfach mal hier den Dialog und ich auch gleich den Part, aber ich will noch kurz hier im Westen, das müsste ja eigentlich hier sein, wie es auch aussieht, und man, ja, graben. Hier muss der Schatz sein, wir graben jetzt einfach hier ganz neben dem Chef von dem ganzen Gelände rum und der macht nichts. Schaufeln mal mit. So. Gut. Und öffnen. Alles mitnehmen. Und der chillt einfach sein Leben, der Chef oder der Besitzer. Und wir machen jetzt hier einen Cut. Bis zum nächsten Part.